Mhm. Ich komme nun zu dem dritten Kernmodul in Ken Wilbers integraler Lebenspraxis, das er als Mind-Modul, also Verstandmodul, bezeichnet. Ich sage im Folgenden oft auch Englisch-Deutsch gemischt Mind-Modul. Der Mind hat natürlich in spirituellen Kreisen meist keinen guten Ruf. Er gilt eher als etwas, was Offenheit und klare Sicht verhindert. Wilber will jedoch auf das Gegenteil hinaus. Für ihn ist kognitive Entwicklung eine Entwicklung der Fähigkeit, möglichst viele verschiedene Perspektiven einnehmen zu können. Daher kann man den Mind, wenn ich das richtig verstanden habe, auch üben, indem man neue Kunstwerke betrachtet, an neue Orte reist, Menschen mit anderen kulturellen oder individuellen Hintergründen kennenlernt, Bücher liest oder verschiedenartige Musikstücke hört. Neben allgemeinen Empfehlungen wie Lesen oder sich mit Philosophien beschäftigen, auf die ich gleich zurückkomme, empfiehlt Wilber konkreter vor allem die Beschäftigung mit seiner eigenen integralen Lehre. Wilber hat ja versucht, die Ansätze und das Wissen aller Kulturen der ganzen bekannten Menschheitsgeschichte zu sammeln und dieses Material zu strukturieren und zu ordnen. Er hat sozusagen Landkarten davon entwickelt. Schon insofern handelt seine Lehre von vielen verschiedenen Perspektiven und ist selbst eine Art Metaperspektive. Es gibt zum Beispiel eine Landkarte zu Entwicklungsstufen. Darum geht es schon in Wilbers frühestem Buch namens The Atman Project, was übrigens immer noch mein Lieblingsbuch von Wilber ist, auch wenn Wilber seine Stufeneinteilung später noch verfeinert hat. Zu den Entwicklungsstufen gehörend gibt es auch eine dazugehörige Einteilung in sogenannte Entwicklungslinien, die auch mit den Modulen der integralen Lebenspraxis verwandt sind. Ein Individuum kann halt in verschiedenen Lebensbereichen ganz unterschiedlich weit entwickelt sein. Und es gibt auch eine wichtige Einteilung in die sogenannten 4 Quadranten, die 4 grundsätzliche Perspektiven auf beliebige Phänomene darstellen. Eine Innen- und eine Außenperspektive auf das Individuelle und eine Innen- und eine Außenperspektive auf dazugehörige kollektive Systeme. Ein Vorteil von Wilbers Entwicklungstheorie besteht darin, dass sie uns helfen kann, auch gegenüber kognitiv weniger entwickelten Menschen einsichtiger und mitfühlender zu werden, so wie wir ja auch Kindern oder Jugendlichen gegenüber tolerant sind, obwohl sie in gewisser Hinsicht weniger entwickelt sind. Zusammengefasst finde ich es schon sinnvoll, sich mit all dem zu beschäftigen, indem man etwa Wilbers Bücher liest. Meine Ergänzungen gegenüber Wilbers Vorschlägen zum Mind-Modul haben wiederum vor allem mit dem Focusing-Ansatz zu tun. Es gibt nämlich noch eine Schwestermethode von Focusing beziehungsweise eine Anwendung von Focusing zur Entwicklung eigener Theorien. Diese etwas speziellere Methode heißt Thinking at the Edge, abgekürzt TAE oder in deutschem Alphabet TAE. TAE ist eine Vorgehensweise mit insgesamt 14 Schritten, die man aber nicht alle durchführen muss. Oft findet man dabei auch keine ganze Theorie, sondern nur in Anführungsstrichen ein paar sehr stimmige Wörter oder Sätze. Für einen selbst ist das jedoch typischerweise dennoch sehr faszinierend, weil es eben eindeutig ein Wissen ist, das man nicht von anderen hat und das nicht spekulativ oder sozusagen vom Kopf her ausgedacht erscheint. Ich selbst habe übrigens 2018 einen Versuch, eine kleine Theorie zu entwickeln, als E-Book veröffentlicht.
Es hat den Titel „Was heißt gerne leben?“ und den Untertitel „Experimente mit Thinking at the Edge“. Das Thema meiner Theorie war also gerne leben. Im Mittelpunkt von TAE steht wie beim Focusing ein Feld Sense und dazu fragt man auch hier den Körper, nur sind die Fragen etwas spezieller. Man könnte den Körper zum Beispiel am Anfang fragen: „Wenn eine andere Person über mein Thema schreiben würde, die sich ebenfalls sehr gut damit auskennt, vielleicht sogar besser als ich, was würde diese andere Person dennoch nicht sagen oder schreiben können, weil sie eben nicht ich ist?“ Dann entsteht, wenn alles gut geht, ein Versens zu dem eigenen Wissen und daraus können dann passende Einfälle, etwa Worte oder Sätze entstehen. Man kann auch von geschriebenen oder gesprochenen Aussagen anderer ausgehen und sich fragen, was einem daran gefühlt sehr gut gefällt oder was einem dabei gefühlt fehlt oder was einen daran stört. Eine niederschwelligere Möglichkeit als TAE für Menschen, die sozusagen ins eigene Denken kommen wollen, besteht darin, zu schreiben. Wenn man versucht, das eigene Verständnis von etwas aufzuschreiben, wird es sich häufig dabei weiterentwickeln. Es kann auch bewusstseinserweiternd sein, sich mit neuen Perspektiven in Form existierender Philosophien zu beschäftigen, das heißt zu lesen. Mich persönlich interessieren auch da solche Richtungen, die dem gleichen Impuls folgen wie TAE, indem sie sich erstens an dem Erleben orientieren und zweitens etwas thematisieren, was in der Mainstream-Kultur fehlt oder unberücksichtigt ist. Die Mainstream-Kultur nimmt ja zum Beispiel an, dass menschliche Organismen lediglich komplexe Maschinen sind und das hat sehr problematische Auswirkungen auf praktisch alle Lebensbereiche. Eine Maschine kann sich zum Beispiel nicht wirklich selbst organisieren, man muss sie von außen manipulieren oder programmieren. Vor dem Hintergrund dieser Annahme erscheinen dann zum Beispiel personenzentrierte, schülerzentrierte oder patientenzentrierte Ansätze esoterisch und das finde ich zum Beispiel problematisch. Philosophien, die sich an dem Erleben orientieren, nennt man phänomenologisch. Für mich persönlich waren bzw. sind die interessantesten Philosophen dieser Art bisher Gentlin und Heidegger. Mit beiden mehr oder weniger geistig verwandt sind Husserl, Whitehead, auf dem übrigens auch Wilber teilweise aufbaut, Wittgenstein, Merleau-Ponty und Sartre. Im spirituellen Bereich gibt es ebenfalls Lehren, die man als phänomenologische Philosophien bezeichnen könnte. Darauf komme ich später zurück. Auch zu dem Verstand-Modul gibt es eine Unmenge von möglichen kurzen Elementen für eine integrale Improvisation. Zu Wilbers integralem Modell kann ich etwa zu einem konkreten Thema, wie zum Beispiel einer eigenen Entscheidung, eine der 4 Quadrantenperspektiven anwenden, zum Beispiel die Außenperspektive auf kollektive Aspekte. Dabei würde ich darüber nachdenken, wie die Entscheidung durch kulturelle und gesellschaftliche Systeme beeinflusst ist und wie sie sich auf derartige Systeme auswirkt. Zu TAE kann ich etwa geeignete von den 14 Schritten als Elemente verwenden. Ich kann mich aber auch hier an Ergebnisse früherer TAE-Versuche erinnern und mich dadurch erneut berühren lassen, wie vorhin beim Focusing erläutert. Ein weiteres mögliches Element ist das Lesen eines besonders berührenden Satzes oder Absatzes
aus einem philosophischen Buch und das sich besinnen auf seine Bedeutung. Ich möchte an dieser Stelle auch die Frage aufwerfen, was überhaupt eine Methode ist. Der altgriechische Ursprung des Wortes bedeutet ja Weg zu etwas hin und das deutsche Synonym Vorgehensweise passt in seiner wörtlichen Bedeutung ja auch ganz gut dazu. Ich denke jedoch, wir müssen bei Vorgehensweisen nicht ausschließlich an abstrakte Anleitungen denken. Auch etwas ganz Konkretes kann als Methode benutzt werden, zum Beispiel ein inspirierendes Vorkommnis, was man übrigens im TAE eine Facette nennt, oder ein inspirierender Mensch. Wenn ich zum Beispiel eine Grafik entwerfen möchte, kann ich mich fragen, wie ich das tun würde, wenn ich der Pop-Art-Künstler Andy Warhol wäre. Ich kann sogar versuchen, mich quasi körperlich in die Person Andy Warhol hineinzuversetzen und dadurch einen Einfall für eine Grafik bekommen. Mein Punkt ist hier der, dass wie Andy Warhol sein genauso eine Art von Gestaltungsmethode ist wie ein abstraktes Gestaltungsprinzip in Form von Regeln. In Focusing-Terminologie ausgedrückt hat das etwas mit dem sogenannten Kreuzen zu tun, das ein Konzept von Gentlins Philosophie ist. So viel zum Mind-Modul. Ich komme jetzt zum Geist-Modul. So wie Wilber im Rahmen des Körpermoduls 3 Körper unterscheidet und eine zusammenfassende Übung vorschlägt, in der alle 3 kombiniert sind, unterscheidet er in dem spirituellen oder Geist-Modul 3 Gesichter von Geist und kombiniert diese ebenfalls in einer Kurzübung. Die 3 Gesichter orientieren sich wiederum an den persönlichen Fürwörtern Singular, ich, du und in diesem Fall es. Die zusammenfassende Übung besteht laut Wilber etwa darin, sich mit fühlendem Gewahrsein nacheinander die 3 verschiedenen Gesichter von Geist anhand passender Worte und Sätze zu vergegenwärtigen. Die 3 Gesichter lassen sich jedoch auch separat voneinander thematisieren. Zu den Praktiken zu dem Es-Aspekt des Göttlichen gehören bei Wilber unter anderem Kunst, Naturmystik, philosophische und mystische Kontemplation sowie der Weg, Gutes zu tun. Zu dem Du-Aspekt des Göttlichen gehören natürlich Gebete oder Bitten um göttlichen Segen für etwas oder jemand. Ich würde dazu aber auch imaginäre Gespräche mit dem Göttlichen zählen, bei denen ich mir zum Beispiel Gott auch als alles verstehenden Zuhörer vorstellen kann. Ein Du-Kontakt kann auch darin bestehen, dass man den Namen eines göttlichen Wesens wie ein Mantra wiederholt, das nennt man Japa, oder dem Wesen auf einer Abbildung oder im realen Kontakt in die Augen blickt. Ich finde, das ist auch wieder eine Art von sich inspirieren lassen von etwas Konkretem. Eine meiner Lieblingspraktiken aus diesem Bereich, die auch für Situationen geeignet ist, in denen man akut sehr leidet, heißt auf Englisch Offer it to the Divine. Das heißt, man stellt sich vor, dem Göttlichen das eigene Leiden oder die leidvolle Situation zu schenken, es sozusagen als Geschenk darzubringen. Eine Idee dazu ist, dass es Gott sicherlich nichts ausmacht, wenn er oder sie mein Leiden übernimmt. Für ihn oder sie ist mein Leiden sicherlich nur ein Klacks. Ich kann mir aber auch ergänzend vorstellen, dass Gott sich auch darüber freut, dass ich überhaupt mal wieder an ihn oder sie gedacht habe.
Indem ich mir aber vorstelle, dass mein Leiden von irgendeinem Wesen als gar nichts ausmachend erlebt werden könnte, muss ich mir ansatzweise vorstellen, ich selbst könnte es ja auch so erleben. Indem ich mir außerdem vorstelle, Gott würde sich über den Kontakt freuen, muss ich an guten Kontakt und sich freuen denken. Außerdem erlebe ich mich bei dieser Vorstellung auch nicht als hilflos, denn ich erlebe Gott ja als eine Instanz auf meiner Seite. Das alles sind schon aus psychologischer Sicht hilfreiche Ressourcen, auch wenn das göttliche Wesen, auf das ich mich beziehe, objektiv nicht real sein sollte. Diese Vorstellung, mein Erleben oder Leiden dem Göttlichen zu schenken, ist auch ein Element bei meiner Improvisation, mit dem ich gerne anfange, wenn es mir schlecht geht und ich deshalb normalerweise weniger Lust habe, überhaupt irgendwelche Übungen zu praktizieren. Ein anderes Element, das ich für die Improvisation benutze und das ich mir selbst ausgedacht habe, bezieht sich auf eine Vorstellung, von der oft Überlebende von Nahtoderfahrungen berichten. Sie erzählen danach, wie sie sich in Form ihrer Seele oder, wenn man so will, ihres Subtilkörpers auf eine Art Kraftfeld zubewegten oder auf ein entsprechendes Wesen, das voll von Licht und liebender Güte war, und sie erlebten das als extrem wohltuend. Als Übungselement kann ich mir so etwas in der Fantasie vorstellen. Ich stelle mir also etwa vor, dass ich auf so ein Kraftfeld oder Wesen zugehe und dass das Licht und die Liebe immer intensiver werden und dass ich dann eine Weile dort bleibe und mich heilen lasse. Alternativ dazu kann ich mir vorstellen, dass das Licht und die Liebe zu mir kommt und mich einhüllt, oder dass das Licht und die Liebe immer schon da ist, dass ich es nur sonst nie beachte oder nutze. So viel erstmal zum Göttlichen als Du. Das Göttliche als Ich bezieht sich auf die im Englischen sogenannten Awareness Teachings, also Gewahrseinslehren, vor allem auf die indische Tradition des Advaita Vedanta. Die damit verbundene Einsicht oder Sichtweise besteht darin, dass ich erstens als wahrnehmendes Subjekt im Kern reines Gewahrsein bin und dass es zweitens keine Trennung zwischen mir als Gewahrsein und den gewahrten Objekten gibt. Daher fühle ich mich bei dieser Einsicht, als ob ich alles, was gerade gegeben ist, bin. Ich bin sowohl das, was ich normalerweise meiner Person zuordne, etwa meine Gefühle, Gedanken und mein Körper, als auch das, was ich normalerweise der Außenwelt zuordne, etwa die Landschaft. Es gibt also keine Trennung zwischen mir und der Welt, und das dazugehörige Erleben hat eine Qualität von Glückseligkeit. Ich kann diese Sichtweise ebenfalls auf Probleme, Krisen oder vergangene Traumata anwenden, indem ich mir vergegenwärtige, dass das Gewahrsein nicht zerstört oder beschädigt werden kann. Selbst wenn schreckliche Dinge geschehen, bleibt das Gewahrsein immer intakt, und das heißt, ich als Gewahrsein bleibe immer intakt. Das ist wie bei einem Bildschirm, auf dem ein Film läuft. Obwohl es in gewissem Sinne keine Trennung zwischen dem Bildschirm und dem Film gibt, geht der Bildschirm nicht kaputt, auch wenn im Film geschossen wird. Man kann diese Einsicht also auch, in Focusing-Terminologie ausgedrückt, zum sogenannten Freiraumschaffen verwenden, um sich angesichts von Problemen erleichtert zu fühlen. Die mit Advaita verbundene Einsicht oder Sichtweise ist im Prinzip sehr einfach, aber sie scheint dennoch nicht immer leicht im Erleben nachvollziehbar zu sein.
Es lohnt sich aber meines Erachtens sehr, dieses Erleben anzustreben. Es wird nicht umsonst von vielen sogenannten mystischen Traditionen als sozusagen höchste spirituelle Erfahrung eingeschätzt. Advaita ist insofern auch eine phänomenologische Lehre, als es eine Art Klärung dessen ist, wie die Dinge aus der Ersten-Person-Perspektive erscheinen bzw. sind. Was Vertreter der diesbezüglichen Philosophie oder Lehre angeht, finde ich Douglas Harding am klarsten. Ich mag aber auch zum Beispiel Ramana Maharshi, Nisargadatta, Rupert Spira und Francis Lucille. Zur Unterstützung kann auch hier entsprechend dem Prinzip der Inspiration eine Art Silent Transmission dienen, also eine schweigende Übertragung im direkten Kontakt mit Menschen, die sozusagen in der Advaita-Einsicht leben. Man nennt diesen Kontakt je nach Tradition zum Beispiel Satsang oder Darshan, und er ist sozusagen ein zu den Awareness Teachings gehörender Kontakt zu dem Göttlichen als Du. Die mit Advaita verbundene Lehre redet zwar von Bewusstheit oder Gewahrsein, meint aber damit etwas ganz anderes als die heutzutage sehr populären Mindfulness- oder Achtsamkeitsmeditationen. Bei letzteren versucht man sozusagen absichtlich aktiv gewahr zu sein, während man bei der Advaita-Einsicht erkennt, dass man immer schon gewahr ist und immer schon Gewahrsein ist. Bei der Mindfulness-Meditation würde eine praktizierende Person ihr Erleben zum Beispiel typischerweise so beschreiben: Am Anfang meiner Meditationssitzung war ich einige Minuten achtsam, dann bin ich abgeschweift in Tagträume und erst kurz vor Schluss gelang es mir nochmal, achtsam zu sein. Der Einwand dagegen von der Advaita-Seite wäre jedoch: Woher weißt du denn von deinen Tagträumen, wenn du zu der Zeit nicht achtsam warst? Du warst dir während deiner Tagträume vielleicht nicht dessen gewahr, dass du in Gedanken warst, sondern nur des Inhalts der Tagträume, aber das spielt keine Rolle, du warst gewahr. Eine Praxis zu der Advaita-Einsicht besteht dementsprechend darin, sich diese Einsicht erneut zu vergegenwärtigen, und das kann man prinzipiell immer tun, man muss dazu nicht irgendwo stillsitzen. Als Name für die Advaita-Praxis gefällt mir insbesondere Ramana Maharshis Bezeichnung „Abiding as Awareness", also als Gewahrsein verweilen. Es ist für mich ein sehr wesentliches Element meiner Improvisation, das ich sehr oft einbeziehe. Während die Praktiken zu dem Göttlichen als Du eher dualistisch sind, ist Advaita als Übung zu dem Göttlichen als Ich non-dual. Was nun Non-Dualität angeht, gibt es jedoch neben den Awareness Teachings noch andere spirituelle Zugänge dazu, die man Emptiness Teachings nennt und die man auch dem S-Gesicht von Geist zuordnen könnte. Diese Lehre wird vor allem vom Madhyamaka-Buddhismus vertreten, dem auch der Dalai Lama angehört, und auch von dem kürzlich verstorbenen vietnamesischen Lehrer Thich Nhat Hanh. Sie findet sich aber ansatzweise auch in einigen westlichen Philosophien, etwa bei dem schon erwähnten Martin Heidegger. Ganz kurz zusammengefasst leitet man dabei eine Erkenntnis der Non-Dualität aus der Interdependenz und Vergänglichkeit aller Phänomene ab. Der Begriff Lehre mit Doppel-E geschrieben bezieht sich hier also
im Gegensatz zu der irrigen Annahme vieler Advaita-Anhänger, nicht auf die Lehre mit Doppel-E des Gewahrseins, die in gewissem Sinne alles Gewahrte aufnimmt, sondern bedeutet hier eher eine Abwesenheit einer unveränderlichen, unabhängigen Existenzweise der Dinge. Das ist das Gegenteil der in der westlichen Philosophie bis zu Heidegger fast uneingeschränkt vorherrschenden sogenannten atomistischen Auffassung, bei der man die Welt lediglich als Summe von unabhängigen Substanzen und deren Eigenschaften begriffen hat. Vertreter der Awareness Teachings und Vertreter der Emptiness Teachings können sich natürlich darüber streiten und tun dies teilweise auch, welche Form von non-dualem Erleben sozusagen die eigentliche ist oder der Wahrheit entspricht. Im Rahmen einer integralen Übungspraxis geht es jedoch nicht um Wahrheit, denn Methoden sind ja nicht wahr oder falsch, sondern nur hilfreich oder nicht hilfreich und vielleicht auch noch mehr oder weniger schön oder mehr oder weniger angenehm. In diesem Rahmen kann man es daher leichter so sehen, dass sich beide Methoden und noch andere ergänzen. Die Awareness Teachings heilen vielleicht eher eine dualistische Vorstellung von Subjekt und Objekt beziehungsweise Wahrnehmendem und Gewahrtem und die Emptiness Teachings eher eine von Einzeldingen und Kontext. Focusing heilt eher in gewissem Sinne innere Konflikte zwischen widerstreitenden Bedürfnissen und Feldenkreis solche zwischen unnötigerweise gleichzeitig angespannten Streckmuskeln und Beugemuskeln. Um das Letztere kurz zu erklären, Feldenkreis korrigiert also eine Koordination von Haltungen und Bewegungen, bei der wir sozusagen unnötigerweise gleichzeitig Gas geben und bremsen, was ein häufig vorkommendes körperliches Muster zu sein scheint. Man könnte meines Erachtens die integrale Lebenspraxis insgesamt damit begründen, dass wir Menschen in vielen Arten von Dualität gleichzeitig leben und unsere Einzelmethoden notwendigerweise spezialisiert sind, auch wenn sie sich natürlich alle irgendwie auch ganzheitlich auswirken. Daher widersprechen sich meines Erachtens die unterschiedlichen Ansätze meistens nicht, sondern ergänzen sich in Richtung einer Art Multinondualität. Es gibt auch noch weitere Dualitäten und Lösungsversuche dafür. Für die Dualität von Gut und Schlecht gibt es zum Beispiel Antworten des philosophischen Daoismus bei Lao Tse oder Zhuangzi, zum Beispiel den Hinweis darauf, dass nichts so gut ist, dass nicht auch Schlechtes daraus entstehen könnte, und nichts so schlecht, dass es nicht auch zu Gutem führen könnte. Eine weitere Dualität zeigt sich in Form von zwischenmenschlichen Konflikten und deshalb komme ich jetzt noch kurz zum Kommunikationsmodul. Das Kommunikationsmodul gehört, wie gesagt, nicht zu den 4 Hauptmodulen, sondern ist bei Wilber ein optionales Modul, das nach meiner Einschätzung jedoch im Leben ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. Ein sehr wichtiger Ansatz in diesem Bereich ist meines Erachtens das personenzentrierte Zuhören, auch aktives Zuhören genannt. Dabei sagt man einer sprechenden Person jeweils nach ein paar Sätzen auf eine bestimmte Weise zurück, was man verstanden hat, wobei man in der Regel auch versucht, sich in die gefühlte Situation der sprechenden Person einzufühlen. Es geht also nicht um Hellsehen, sondern eher darum, die gefühlte Situation auch für den Sprechenden zum Thema zu machen. Daher benutzt man diese Art des Zuhörens auch beim schon erwähnten partnerschaftlichen Focusing, das ich übrigens auch selbst praktiziere.
Dabei treffen sich 2 Personen A und B, zum Beispiel wöchentlich in Präsenz oder per Telekommunikation, und man teilt die Zeit in 2 Hälften mit zum Beispiel jeweils 30 Minuten auf. In der ersten halben Stunde ist dann A die fokussierende Person und B die zuhörende, und dann wechselt man die Rollen. Ein anderes sehr schönes Format zum aktiven Zuhören sind die sogenannten Empathy Circles, also Empathiekreise von Edwin Rudge. Dazu gibt es auch eine große Menge Material auf YouTube. Edwin Rudge verwendet diese Form des Dialogs auch, um die politischen Spaltungen in der Gesellschaft zu überbrücken. Jemandem zuzuhören und sich in die Position des anderen hineinzuversetzen, überschneidet sich nicht nur mit dem Schattenmodul, indem es für die gehörte Person im weitesten Sinne therapeutisch wirkt. Es überschneidet sich auch mit dem Mind-Modul, denn wenn man anderen Menschen aktiv zuhört, trainiert man auch die Fähigkeit, Perspektiven einzunehmen und zu verstehen, die einem vorher fremd waren. Eine weitere Methode für das Kommunikationsmodul ist die gewaltfreie Kommunikation, abgekürzt GFK von Marshall Rosenberg, die übrigens ebenfalls eine Form aktiven Zuhörens beinhaltet. Gewaltfreiheit bedeutet nicht einfache Nachgiebigkeit um des lieben Friedens willen, denn die wäre unter Umständen gewaltsam gegenüber der eigenen Person. Es geht vielmehr um eine Berücksichtigung sowohl der eigenen Bedürfnisse als auch der Bedürfnisse der anderen und daher sowohl um Selbstempathie als auch um Fremdempathie. In der GfK spielen Bedürfnisse und Bitten eine große Rolle und beide Begriffe haben eine etwas spezielle Bedeutung. Ein Bedürfnis ist etwas Allgemeines. Es kann durch viele verschiedene konkrete Geschehnisse erfüllt werden, im Gegensatz zu einer Bitte oder zu einer sogenannten Strategie, die auf etwas mehr oder weniger Spezielles gerichtet ist. Wünsche nach Geld oder Macht sind übrigens in diesem Rahmen keine Bedürfnisse, weil Geld und Macht als Strategien gelten. Wenn man nämlich seine Bedürfnisse auch ohne Geld oder Macht erreichen könnte, bräuchte man beides nicht. Man würde nicht darunter leiden, beides nicht zu haben. Konflikte zwischen Personen sind im Prinzip fast immer Konflikte um bestimmte Strategien, zum Beispiel um Geld oder Macht oder um konkrete Besitztümer. Im Gegensatz dazu können sich Personen auf der Ebene der Bedürfnisse typischerweise sehr leicht verstehen, miteinander verbunden fühlen und einigen. Eine gewaltfreie Strategie, die einen anderen Menschen auf eine bestimmte Weise einbezieht, nennt die GfK eine Bitte. Eine Bitte sollte möglichst konkret sein, aber auch implizit oder explizit den Hinweis enthalten, dass die andere Person völlig frei ist, die Bitte zu erfüllen oder nicht. Im Rahmen meiner Methodenimprovisation verwende ich manchmal das Element, mich nach dem Bedürfnis oder den Bedürfnissen zu fragen, die bei mir gerade unerfüllt sind. Das für sich genommen hat überraschenderweise meist schon einen erleichternden Effekt, und auch das Bedauern oder Trauern wegen unerfüllter Bedürfnisse kann gegebenenfalls angenehm sein. Ein Element könnte aber auch darin bestehen, mich an eine Begebenheit zu erinnern, bei der ein Bedürfnis von mir erfüllt wurde, und dies zu feiern oder dafür dankbar zu sein. Im Rahmen meiner Improvisation
denke ich mir auch manchmal eine konkrete Bitte zu einem eigenen Bedürfnis aus und stelle mir vor, diese Bitte einer anderen Person gegenüber zu äußern. Anschließend versetze ich mich in meiner Fantasie in die andere Person und stelle mir vor, wie sie sich mutmaßlich fühlen könnte, wenn sie die Bitte hört. Ich habe auch entsprechend zu meinem Heft mit Ergebnissen aus früheren Focusing-Prozessen ein anderes Heft mit Sätzen zum Beispiel aus GFK-Büchern, die mir besonders gefallen. Die kann ich ebenfalls als Elemente für die Improvisation verwenden, indem ich mir zum Beispiel auch dazu eine entsprechende Kommunikation und das mutmaßliche Erleben der anderen Person vorstelle. Ich möchte auch noch etwas zu Verbindungen zwischen der GfK und dem Geistmodul anmerken. Der Begründer der GfK, Marshall Rosenberg, hat zum Beispiel gesagt, seinem Empfinden nach seien wir der Erfahrung göttlicher Energie umso näher, je mehr wir uns unserer Möglichkeit bewusst sind, das Leben zu bereichern und unserer Freude dabei, wenn wir das tun. Das Leben bereichern zu wollen, gilt übrigens in der GfK als ein natürliches menschliches Bedürfnis. Für mich hat das auch etwas mit der Erfahrung von Non-Dualität zu tun. Wenn ich mich in die Idee hineinsteigere, dass ich nur für meinen Vorteil lebe und mir egal ist, was das für andere bedeutet, und mich dann frage, wo ich dabei die Grenze meiner Identität fühle, dann liegt diese Grenze sehr nah um meinen physischen Körper. Wenn ich jedoch das Bedürfnis fühle, das Leben bzw. die Welt zu bereichern, erweitert das meine Identität in Richtung einer gefühlten Einheit mit der Umwelt. Die Einheit mit der Welt fühlt sich dabei eher als emotionale Non-Dualität oder Liebe an. Der Zusammenhang mit Non-Dualität passt aber auch zu der buddhistischen Empfehlung, neben einer Kultivierung der eher kognitiv begründeten Emptiness-Erkenntnis, also Leerheitserkenntnis, auch eine Mitgefühlspraxis aufzunehmen. Ken Wilber empfiehlt übrigens dementsprechend als weiteres optionales Modul seiner integralen Lebenspraxis den Dienst an der Gemeinschaft.